Hey Freunde, hier ist Tarek von Majesty und heute ist die erste Ausgabe von der Heavy Metal Lounge und da haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ladies and Gentlemen, Psycho Frier. Hallo und herzlich willkommen hier zu Majesty. Er sagt's richtig heute, unglaublich. Ja, ich hab tatsächlich schon mal auf meinem Kanal, ich bin ja YouTuber, ich bin ja so eine arrogante YouTube-Bitch. Da passt du hier doch gut rein. Ja, passt hier gut rein. Ich habe den Namen relativ häufig falsch ausgesprochen, online. Wie kann mir das passieren? Das heißt Majesty und nicht Majesty. Und wenn ihr die falsche Aussprache mal angucken wollt, abonniert euren Kanal. Psycho Genau. Frier ist sehr zu empfehlen. Nur deshalb, genau. Ja. So Freunde, jetzt sind wir hier zum ersten Mal in unserer Metal Lounge und haben wir gleich unseren ersten Gast. Ja, herzlich willkommen zur Metal Lounge. Folge 1, das ist die erste Folge und ja, ich merke gerade schon, ich habe diesen Drang, ich bin YouTuber, ich muss mich wieder in den Mittelpunkt stellen. Mach du mal eine Anmoderation. Genau, ich bin ganz entspannt. Sehr gut, Anmoderation. Guten Tag erstmal, wie gesagt, wir sind YouTube-Newbies, wie das so schön heißt. Deswegen war ich auch so gerade. Und deswegen haben wir uns da mal tatkräftig unterstützen wollen, für jemand, der wirklich Pro ist. YouTube-Pro, kann man sagen, oder? Nein. Also, Ja doch, bist du schon. Also tatsächlich ist es ja so ein Ding, ich glaube, je mehr man kann messen, es gibt eigentlich keinen genauen Richtwert. Also es gibt erstmal es gibt YouTuber, die haben super viele Abonnenten und die haben keine Ahnung von nichts, die haben irgendwie Glück gehabt. Davon gibt es leider welche, da gibt es kleinere, die haben wesentlich mehr Ahnung. Und man kann es auch nicht in der Zeit machen. Es gibt Leute, die haben nach 3 Jahren nichts dazugelernt, die machen, ne? Kennt man ja, glaube ich, von überall her. Ja, sicher, ist ja im Musikbereich das Gleiche irgendwie. Und dann gibt es auch Leute nach 2 Wochen, die haben schon mehr, das ist ja immer das Interesse so, ne? Ich glaube, allgemein musst du einfach Spaß an der Sache haben, denke ich, oder? Ja, Wenn du ja. Bock drauf hast und das machen willst. Ja, YouTube ist ja nicht YouTube. Also YouTube ist ja nicht nur, okay, ich mache meine Videos. Es gibt Leute, die haben einfach Bock auf Video drehen und richtig krasse Videos. Die wissen dann, wie man die mega krassesten Videos macht mit Effekten und so ein Kram. Haben aber keine Ahnung, wie man so ein Bildchen macht. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die haben Bock, der Kanal soll schön aussehen mit schönen Bildern, oben Banner und so ein Kram. Und deswegen bei mir, also ich mache das schon seit 3 Jahren ungefähr, aber habe jetzt auch, ich bin auf jeden Fall kein YouTuber, den man jetzt groß nennen würde. Ja, für uns schon. Also. Ja gut, klar. Das ist mir aber auch aufgefallen. Das ist auch ein interessantes Ding. Je weniger Abonnenten man selber hat, desto größer sind die anderen. Ja, sicher, klar. Aber es ist wirklich so. Also weil, auch als ich damals angefangen habe, da hatte ich irgendwie 160 Abonnenten. Da gab es jemand, den habe ich entdeckt, der hat 10.000 Abonnenten. Und den habe ich angeschrieben und der hat mir geantwortet. Ich dachte mir, what? Was geht hier eigentlich gerade ab? Der hat mir einfach geantwortet, der hat 10.000 Abonnenten, so, ne? Wahnsinn. Und ja, jetzt habe ich letztens jemanden mit 200.000 Abonnenten angeschrieben. So, habe irgendwie eine Einladung oder so ein Kram, so, ne? Und der hat mir geantwortet und ich dachte mir, Schön. eigentlich ganz geil. Ja, aber das ist so, das relativiert sich. Das ist eigentlich schade so, ne? Aber es relativiert sich. Aber wo wir gerade beim Thema Anschreiben sind, wenn Sie bestimmt jetzt viele fragen, warum Psycho Majesty? Woher kennt ihr euch? Ja, ich bin hier gerade vorbeigelaufen und die Tür war auf. Ich dachte mir, ja. Kommt ihr rein und sagt, ach, der kennt ihr von YouTube. Komm bitte mal rein und hilf uns bei dem Video. Wir haben hier schon alles aufgebaut, aber wir haben gar nicht dran gedacht, dass wir noch einen Gast brauchen. Ja. Also Zufälle gibt es unglaublich. Nee, Freunde, die Wahrheit war, wir haben ja gesagt, wir drehen einen Kurzfilm. Und ich habe dann in einem seiner Videos gesehen, wo so andeutungsweise gemeint hat, er findet Heavy Metal geil. Und da habe ich mir einfach gedacht, das wäre Warum doch... nicht? Da kann man so richtig so, wie kennt ihr diese Blitzdinger auf dem Kopf, wenn da so kommt, so Gedanken, so Cartoons? Also wenn man so eine Lampe so, ja genau. Moment, wir spielen Heavy Metal. Er mag Heavy Metal. Also? Man muss dazu sagen, also die Videos, die ich selber mache, das sind so Videos, ich laber halt ziemlich viel, was ich so mache, was mir passiert ist und so weiter. Und da habe ich mal, ich weiß gar nicht, was für ein Video, wo kommt die Information her? Oh, ich bin durch Zufall auf dich gestoßen, habe ich ein paar Videos geguckt und einmal hast du irgendwie gesagt, du hörst Metal. Ja, also ich Oder war es habe... eine Beschreibung? Ich weiß nicht mehr genau. Wie stand oder du hast gesagt? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, ich vergesse tatsächlich sehr viel, was ich in meinen Videos gesagt habe, wie wir gerade schon festgestellt haben. Irgendwo habe ich das bestimmt mal gesagt. Und ja, wie man in meinem Kleidungsstil offensichtlich sieht, höre ich Metal. Und auch mein Style generell ist eigentlich identisch. Das war meine ich ja, genau. Eigentlich identisch. Man verwechselt uns auch andauernd. Genau, ja. Und genau, dann wurde ich angeschrieben und das fand ich ganz cool, weil das ist mal so ein cooles Angebot. Man kriegt ja hin und wieder auch so Angebote irgendwie so von Leuten von Leuten, die... Von der Pornoindustrie wahrscheinlich. Ja, da macht man nicht mehr. Hat man früher gemacht. Oder? Genau, die Zeiten sind vorbei. Ja. Hättet ihr mich vor 10 Jahren anschreiben sollen, aber jetzt, what? Genau, ja, und jetzt, worüber wollen wir jetzt quatschen? Ein bisschen über das Projekt, oder? Über das Projekt würde ich sagen, ja, was wir machen wollen. Und
Ja, du hast ja ist ja schon ein Teaser entstanden, aber wollen wir mal ganz kurz klären, das ist jetzt die Metal Lounge? Das ist die Metal Lounge, So, ja. was ist die Metal Lounge? Wir machen quasi jetzt 2 Couchen hier im Aufbau und auf dieser Lounge wollen wir halt Gespräche führen und wollen einfach mal den Leuten einfach ein paar coole Typen vorstellen. Und du bist wie gesagt Number One, das ist der erste Guest. Number One. Was sag ich da eigentlich? Nummer 1, ja. Und wollen einfach mit den Leuten quatschen und den Leuten mal zeigen, wie wir so relaxen. Einfach immer, muss es auch mal Metal gehen oder einfach Nö, einfach so entspannt und relaxen. Wir wollen haben, was wir nachher vorhaben, Contests zu machen. Das heißt, wir werden ein paar schöne Metal und noch andere Sachen geben. Contest oder Challenge? Challenge, ich verwechsel das immer, stimmt. Ja, weil Contest wirkt immer so groß, da werden so 1000 Leute. Dann Contest! Nein, Challenge. Genau, erst die Challenge, dann kommt genau, der Contest. richtig, genau. Und sozusagen, wir haben auch keine Regel. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir hier machen sollen, einfach in die Kommentare schreiben, wir lesen alles durch. Und wir werden fast alles nicht umsetzen. Aber wenn die möglichen Sachen umsetzen, die möglich sind, also wenn ihr Ideen habt, einfach schreiben. Was hier auf dem Kanal kommen soll. Genau, was hier kommen soll. Ja, sehr cool. Weil wir machen das für euch, wir machen das für die Leute da draußen und natürlich auch für uns, weil wir Spaß haben wollen, aber wir wollen ja richtig was Cooles aufbauen mit vielen Gästen und viel Spaß. Ja, ich bin ja schon viele Gäste. Viel Gast. Ja, also jedenfalls, um das mal den Tagesablauf so ein bisschen zu beschreiben, ich wurde jetzt eingeladen, einfach mal so ein bisschen hier zu quatschen und so, ein bisschen euch mal auf dem Laufenden halten, was jetzt hier genauso alles geht. Aber das wirkt so, als würde ich irgendwie so direkt so dazugehören, aber ich bin nur ein Gast. Jedenfalls haben wir gedacht, wir quatschen hier einfach mal ein bisschen, was so in Planung ist. Was hier geplant wurde, was ich mit der Planung nichts zu tun habe. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir einmal mal auch die Leute einladen, die bei unserem Kurzfilm dabei sind, um die Leute auch mal der breiten Öffentlichkeit, unseren 1000 Millionen von Abonnenten vorzustellen. Und wie gesagt, wir haben das eigentlich mal angefangen, wer mitmachen will. Ich dachte, da kommt bestimmt, kein Bock. Ja, gut, einige YouTuber sind ja auch schon arrogant unterwegs, auch die kleiner sind als ich, ja, also das ist schon krass, aber es sind sehr viele auch nett. Ja, glaube ich auch. Sehr viele nette Leute. Und in dem Kurzfilm wird eine coole Story erzählt werden. Wird auch bald verraten, um was es genau geht, jetzt noch nicht. Wie lange wird der Kurzfilm ungefähr dauern? Roundabout 10 bis 12 Minuten. Also wir wollen den Song vom neuen Album integrieren, der wird so 4-5 Minuten gehen und so 6-7 Minuten Story außenrum über den Song umherum gebaut. Okay. Ja, okay. Und wo wird er erscheinen? Auf YouTube. Also es ist so ein YouTube-Kurzfilm. YouTube-Kurzfilm, wir werden aber auch gucken, wir sind gerade am Verhandeln mit einigen Kinos. Echt? Dass man den in 2-3 kleinen Kinos zeigen kann, ja. Das ist natürlich geil. Will jetzt nicht versprechen, aber sieht ganz gut aus. Dass wir auch 2-3 Vorführungen machen. Wir werden wahrscheinlich auch fürs Album dann eine Listening-Session machen, wo die Presse eingeladen ist. Und dafür werden auch einige Fans die Möglichkeit haben, hinzukommen. Und dort auf der Listening-Session werden wir auch schon vorab alle Songs vorspielen und auch den Kurzfilm einmal zeigen. Aber ganz kurz, also Kurzfilm, es klingt ja alles schon ganz cool und Metal und Album, aber was hab ich denn damit zu tun? Ja, wir suchen einfach Leute, die reinpassen. Und es geht nicht primär um Heavy Metaler. Es wird um eine etwas andere Welt gehen, wo einfach Leute eine coole Rolle haben werden. Mehr darf ich leider noch nicht verraten. Und habe ich eine Rolle in diesem Film? Du hast eine Rolle in diesem Film. Was? Echt? Ja. Es muss aber erst noch unsere beiden Agenten die Verträge aushandeln. Logischerweise, er hat so eine hohe Gage als YouTuber. Das ist unglaublich, man kann es sich fast nicht leisten. Aber wir sind echt dran. Ihr habt schon Glück, dass ich schon jetzt in diesem Moment hier bin. Wahnsinn, aber wir sind so stolz irgendwie. Ja. Gut, aber der erste Klasseflug war ja ein kleiner Anreiz. Das war schon ganz okay. Münster-Lauda Direktverbindung. War nicht schlecht, denke ich. Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall in welche Richtung es geht. Ja, und falls ihr noch da draußen irgendwelche Leute kennt oder falls ihr selber denkt, okay, ich habe die Skills, we need ya. Genau, nicht nur Schauspieler, alles. Vom Schnitt, Post, alles mögliche. Ja, wobei ich ja kein Schauspieler bin, ne? Jetzt bist du ja einer. Ja, gut. Ja, ich bin ein Typ, ich laber viel, ne? Aber ob man vielleicht, ja gut, man weiß ja noch nicht, worum es geht. Aber wird eine coole Rolle geben für ihn auf jeden Fall. Weiß man schon, wann das Album kommt? Ungefähr, wir sind gerade mitten in Produktion und wir werden wahrscheinlich so Februar, März nächsten Jahres mit großer Tour und so weiter rauskommen. Und noch zum gleichen Zeitpunkt noch etwas früher dann der Kurzfilm erscheinen. Okay. Ja, bin ich echt gespannt. Ja, cool. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass gleich jemand kommen wird, kann das sein? Hallo? Was ist hier los? Was passiert hier? Hallo. Hi. Oh Gott! Aber die Tür ist noch da hinten, wo hast du die geklopft? Die Tür ist doch da! Ihr dürft das mich nicht fragen. Ach, setzt du doch einfach... von da. Ja, du setzt du einfach hin und wir haben zufälligerweise 3 Getränke eingegeben. Ganz zufällig bist du hier am Start. Das ist nebenbei pures Wodka. Pure Wodka. Also wir haben
Wir mischen nicht. Problem war, ich wollte eigentlich was anderes anbieten, aber Saigo gemeint, der ist so ein Alkoholiker, er kann nicht reden, wenn er keinen Wodka bekommt. Ich kann einfach nicht Geht reden. nicht. Nee, ich habe das ja mal im Video erzählt, ich trinke kein Bier, ich bin kein Alkoholiker, deswegen trinke ich Wodka. Genau. Eben, das ist ja einfach Das ganz russische ehrlich, Wasser. Das riecht wie der Wodka von letzter Woche. Also nur als Ja, der frisch. steht. Nee, ja. Einen Monat vielleicht. So. Nein, der ist nachgereift, hast das. Der ist jetzt wertvoller. Der ist jetzt wertvoller. Ja, Ist gut. ja, sehr Gut, gut. danke. Ja, der ist hier direkt gebraut, weil neben Metal macht ihr ja auch noch eine Brauerei. Psst, das ist doch illegal, darf ich nicht verraten. Achso, ja. Wenn ihr da Interesse habt, einfach mal eine E-Mail schreiben. Privat mal bitte, nicht auf YouTube. Alles unter Schnaps ist in Deutschland nicht abgabenpflichtig, meine ich zu wissen, oder? Ist das nicht so? Egal. Aber ich habe gehört, ich bin hier draußen vorbeigelaufen, dass hier total was abgeht und geiler Drummer hier am Start. Ja, ich bin mega der geile Drummer. Ich bin Schlagzeuger, das wissen ja viele von euch. Ich mache das schon seit 20 Jahren. Ich mache das schon länger als ich lebe. Drumming heißt Drumming, ne? Ja. Das Spiel mit den Stöcken. Das Spiel mit den Stöcken ist mein Leben. Das Schlagwerk. Das ist mein Life. Ja. Geil. Und da habe ich jetzt bin ich gerade einfach abgegangen. Weil wir müssen mal ganz kurz das Setting, weil das ist so gerade so eine Mischung zwischen irgendwie Lounge-Podcast und Informationsvideo. Wir kreieren was Neues. Wir kreieren was Neues. Unglaublich, ja. Und genau, falls ihr generell so Leute seid, die einfach Bock haben, okay, so, das sind einfach lockere Typen, die unterhalten sich, die haben coole Gäste, so wie den Psycho Free am Start, dann schaut auf jeden Fall öfter hier vorbei und zwar ist es sehr witzig. Das muss man ganz kurz, eine kurze lustige Randanekdote erzählen. Hau rein. Ihr seid ja so, ihr macht ja nicht so viele YouTube so, ne? Und ihr seid ja primär Musiker und erstmal dieses Setting hier aufzubauen. Die Planung war, komm, wir machen mal eben spontan hier, lass mal irgendwas drehen und dann, also wir haben ja diesen Vorsprung gedreht mit der Legria. Ja, genau. Erstmal Grüße an die Legria an dieser Stelle. Hallo. Und dann, wie viel Zeit ist vergangen, bis wir hier gedreht, also zwischen Legria und jetzt? Schon ein paar Stündchen, 2 Stündchen. Wir haben wirklich sehr lange gebraucht, um das hier alles aufzubauen. Es ist wirklich sehr professionell. Ihr habt wesentlich besseres Equipment als ich oder so, wo ich so seit 39 Jahren YouTube mache. Und es ist wirklich, also jetzt, dass wir hier sitzen, es wirkt so spontan, aber in Wirklichkeit. Aber noch weiß ich gar nicht, wie das Video wird, wenn wir jetzt alles falsch gemacht haben und alles unscharf ist. Da wisst ihr, woran- wisst ihr Bescheid, da liegt es an uns. Es ist auch nebenbei, es ist wirklich ein lockeres Gespräch, aber es ist alles geskriptet. Ja, ja, alles. klar. Jedes einzelne. Ich hasse ja Wort. eigentlich andere Menschen, ich rede eigentlich ungern mit anderen Menschen und Selbst dieser Gag, den er gerade sagt und das, was ich gerade Da sage, steht ja, ja. da steht da alles. Ich habe das Problem, ich spreche weniger, weil ich kann den Teleprompter nicht. er hat seine Brille Ja, hat seine vergessen. Brille vergessen, ja. Schwierigkeiten mit, aber egal. Achso, ich würde jetzt. Macht euch mal ganz kurz gefasst. Okay. Jetzt kommt die entscheidende Frage, die ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr die schon öfters gehört, aber jetzt, diese Frage stelle ich mir persönlich, das muss man nämlich auch dazu sagen, ich bin unglaublicher Musikfan, ich bin Metal-Fan, ich höre wirklich sowas, das klingt ironisch, aber wirklich ernst gemeint an dieser Stelle und das ist das erste Mal, dass ich irgendwie mit einer Band in Kontakt trete und ich bin echt, also das ist schon ziemlich krass, also das ganze Equipment hier so weiter, das ist in dem Video nebenbei, was ich von euch gesehen habe, das was hier schon gedreht wurde, das sieht aus wie ein kleiner Raum. Das ist wirklich ein riesiger, es ist kein kleiner Raum, der geht wirklich noch, es ist ein großer Raum, es ist ein großer Saal und ich bin echt überschlagen, heißt es, nein, das heißt nicht überschlagen. Erschlagen. Ich bin erschlagen an Input quasi und jetzt die Frage, hört ihr eure eigene Musik? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Ja, logisch. Ich finde immer, wenn du was machst und dir es selber nicht gefällt und es sich selber nicht absolut cool und geil findest, soll man es nicht machen. Ich finde immer, wenn so Bands was sagen, ja, ich mache das nur zum Aufnehmen und dann will ich es nie wieder hören, finde ich Bullshit. Ich hab generell noch... Schaust du deine eigenen Videos? Nee. Echt nicht? Nie? Also, ja, also man muss... Ich muss es natürlich... Ihr müsst es natürlich auch hören. Ja, ja, und gucken, klar. ne? Aber ich muss es... Nachdem es fertig ist, bevor ich es veröffentliche, gucke ich es mir natürlich nochmal komplett an. Es ist aber tatsächlich so, also ich bin ja, früher war das ja so auf meinem YouTube-Kanal, ich habe so Diary-mäßig immer so mit meiner Kamera in der Hand rumgelaufen, habe mal so erzählt, yo Leute, ich muss euch mal erzählen, was heute passiert ist. Wahrscheinlich würde ich diesen Stil immer noch machen, wenn ich abends zu Hause bin, morgen Abend. Deswegen, ich muss euch mal was erzählen, und zwar wurde ich letztens von einer richtig coolen Band eingeladen, das Geld, dass ich das naja, jetzt ich sage. verstehe das schon. Ne? Und das mache ich aber nicht mehr. Aber jedenfalls ist es so, das war jetzt vor ein paar Wochen, da habe ich mir meine Videos von vor ein paar Jahren halt angeguckt, weil es eben
als würde ich ein altes Tagebuch lesen. Super interessant. An die ganzen Storys konnte ich mich null erinnern. An einige so ein bisschen. Gut, dann gucke ich mir das natürlich nochmal an. Aber so aktiv, also meine letzten Videos würde ich nicht gucken. Aber hört ihr eure aktuelle Musik? Ja. Ja, ich glaube, das kann man auch nicht vergleichen natürlich. Ne? Schwer, direkt vergleichen nicht, aber ich finde nochmal, wenn du Kunst oder Gedichte, man macht ja auch Gedichte. Ja. Die liest du ja auch immer durch. Doch, das ist auch ein gutes Beispiel. Um ja, mich genau. selbst zu unterhalten, lese ich auch meine eigenen Gedichte. Ja, das stimmt. Weil andere Leute schreiben nur Schrott. Ja. Ich bin der Einzige Gute eigentlich. Gedichte Und schreiben. ihr natürlich. Nee, aber es ist ernsthaft so. Ich höre auch viele andere Musik logischerweise und ich will auch andere Bands, die ganz passable Musik machen. Ihr macht so Smooth Jazz, ne? Wir machen Smooth Jazz mit leichten Prog-Einflüssen. Prog? Ja, Prog. Wobei, also ich muss sagen, ich schaue mir dann lieber auf YouTube Aufnahmen von unseren Konzerten an. Das finde ich dann noch ein Tucken geiler, weil klar, die Songs, CD geil, wobei das Live-Feeling, gerade die Erinnerung irgendwie an den und den Gig, finde ich persönlich noch geiler. Und Jan schaut sich selber immer sehr gerne an. Vor allem, da sieht man mich. Ist auch geil, wenn wir teilweise Kameras, Actioncams mitnehmen. Baut das jetzt nicht immer so auf, dass nur er drauf ist. Am Schlagzeug ab und zu. Wenn man ich so ganz Tag leicht sehr gut aussehe, dann auf jeden Fall. Ja, und im Hintergrund so ganz leicht die Band zu sehen ist irgendwie. Nee, die Band sieht man in dem Fall dann gar nicht. Stimmt, ja. Aber finde ich auch geil. Ja, muss ich jetzt selber auch. Ich glaube, man ist natürlich vor der Kamera oder vor dem Mikrofon ist natürlich immer anders als live. Ich habe tatsächlich eine einzige Live-Erfahrung und zwar war ich letztes Jahr auf der Gamescom, da habe ich ein Gedicht vorgetragen. Oh, cool. Und das wird live gestreamt und ich habe immer gefragt, kriege ich das nochmal irgendwann zu sehen? Ist es irgendwo? Und ich habe immer gesagt, ja, irgendwo ist das, wir suchen das mal raus. Ich habe tatsächlich mich selbst, ich war ein einziges Mal live und das Scheiße. kann ich nicht mal sehen. Oh, immer noch nicht, ja. Weil es live war, ey. Aber ja, so Poetry-mäßig. Und ich habe einmal habe ich ein Beat irgendwo rausgesucht, irgendwo aus dem Internet, irgendwie sowas. Das kennt ihr ja mit E-Mail und so. Das ist ja so ein Zeug irgendwie. Diese neue Welt. Ja, das ist Neuland, genau. Und da habe ich mir ein Beat rausgesucht und dann habe ich tatsächlich auf diesem Beat einen Text geschrieben und den habe ich selber reingerappt und ich habe das so dreimal reingerappt und dann übereinander gelegt und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das im Metal auch so macht, keine Ahnung. Ähnlich, also Songwriting ist ganz komisch. Mein bestes Werkzeug zum Songschreiben ist das Smartphone. Echt? Ich gehe teilweise im Wald einen Hund spazieren und fällt irgendein Riff ein, dann pfeife ich das richtig, darf kein Mensch sehen, das sieht richtig kacke aus. Pfeift das Riff so ein. Ich mach und sing die Drums mit ein. Ich mach das auch. Wenn es irgendjemand fremd mal vorspielt, würde ich sagen, was ist das denn Bekloppter? Ja. So entstehen die Songs. Ich hab auch auf meinen Handys Memos, da mache ich auch, wenn ich so eine coole Melodie habe, dann mache ich immer so. Ja, genau. Ja. Und das Geile ist, wenn ich selbst einen Hund dann so anguckt, what the fuck, irgendwie, das ist unglaublich irgendwie. Aber hört sich dann die Aufnahme so an, wie du es dir vorgestellt hast? Ich hab's ja noch nie aufgenommen. Also mich gibt's hier, wenn hier Psycho 4 Fans zuschauen, was ja hoffentlich mal tun werden, dann schreibt mal hier in die Kommentare, ob Psycho mal einen richtigen Song aufnehmen soll. Aber schreibt das mal rein, wenn ihr Lust drauf hat natürlich. Ich habe extrem Bock. Also falls ihr auch mal denkt, so ja, ich will mal so wissen, wie das so ist, wenn so ein Typ, der keine Ahnung von Musik, ich spiele kein Instrument, nichts. Doch, mit Schlagzeug. Außer Drums natürlich, klar. Also ich habe keine Ahnung von sowas, aber falls ihr mal irgendwie so denkt, so ja, ich möchte mal gucken, was dabei rumkommt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, wird uns auf jeden Fall interessieren. Und wird auch gemacht. Und wird dann auch hoffentlich gemacht. Nicht, dass hier nur so leere Worte sind. So, ne? Nö. Wir sind vor der Kamera immer nicht, weißt du doch. Ja, eben, ich auch. Ich mag euch auch. Wir haben uns ja vorher auch gar nicht unterhalten. Wir haben einfach gesagt, setz dich hin. Ich habe auch tatsächlich schon wieder vergessen, welche Band das ist. Wie hieß die nochmal? Eisbrecher? Nee, Ostfront. Nee. Ach, ihr seid ACDC. Ihr seid doch die von ACDC. Sagt der nicht mal das Wort aussprechen kann. Wie heißt die Band? Die Band? Ja. Majesty. Passt. Oh, Monsieur. Hier dann abschließend noch mal eine kurze Frage. Und zwar, was mich ja wirklich auch interessiert, ist so, bei YouTuber werden ja relativ häufig irgendwie erkannt, aber man hat die auch immer visuell vor Augen. Ne? Was mich frage, wurdet ihr schon mal erkannt? Ja, schon öfters. Jetzt also, echt? Ganz krass ist, wenn du wirklich in der Stadt spielst an dem Tag und dann irgendwie einen Mediamarkt einkaufen Ja. musst. Aber auch so. Also wir wurden echt schon also im Metal, es gibt auch eine große Metal-Szene und da wird man schon öfters erkannt. Ja, da die lustigste Story ist eigentlich, also da waren wir auf Tour, das war jetzt erst 2016 Die Tour war 2016 letzte Mal. Mit dem Nightliner, das war 2015 Anfang, das war Generation Steel Tour. Haben wir in Bremen gespielt und dann, wie man es halt so macht, als Musiker geht man auch in die Stadt zu den Bremer Stadtmusikanten, Foto und dies und das, Tourpi-Zeugs. Und dann stehen wir am Bahnhof und wollen halt wieder mit der S-Bahn zu der Location fahren und dann fragt uns einer, ey,
ihr habt so lange Haare, habt ihr Ahnung, heute ist da ein Majesty-Konzert, wisst ihr, wann es losgeht irgendwie, oder könnt ihr mich mitnehmen? Und wir so, also ich glaube, das geht so um 20 nach 10 oder so los und ja, cool, ne? Ey, dann sieht man sich ja später. Aber das Geile war, wir alle waren da. Die komplette Band hätte draufkommen können, dass wir Menschen sind. Es war witzig. Aber also das ist ein Typ, der wollte Der war ein Fan, der hat ein Matchy-Shirt angehabt und sieht uns am Bahnhof, alle, ich glaube 4 oder 5 Ja, fast alle, und fragt uns, so, wisst ihr, wie es zum Matchy-Konzert geht, wie die Band Abend guckt. Oder wann es losgeht, war das. Wenn du das jetzt guckst, du bist im Video. Aber es war cool, war richtig gut. Oder es war eine Taktik, der dachte sich, okay, ich traue mich nicht, die anzusprechen. Und jetzt tue ich einfach so, als wüsste ich nicht, wer das ist und so. Also wenn ich mich recht erinnere, sah er nicht nach Taktik aus. Ja, aber gut. Man interpretiert immer zu viel. Aber ich merke schon, also wir sind schon wieder massiv am Quatschen. Das finde ich super krass, weil ich mit Leuten zu reden, wo ich auch die Musik höre. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie mit jemandem reden können, wo ich die Musik auch selber höre. Finde ich richtig cool. War ein richtig cooles Gespräch auf jeden Fall. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euch die erste Folge hier gefallen hat. Natürlich, falls ihr euch gut gefallen habt und ihr mehr von sowas sehen möchtet, dann abonniert diesen Kanal. Ich werde aber relativ wahrscheinlich in den folgenden Videos, in den Metal Lounge Videos nicht mehr dabei sein. Ich bin ja nur ein Gast, auch wenn es irgendwie nicht so wirkt. Egal. Und danke fürs Zuschauen, auf jeden Fall. Und verpasst nicht die Challenge mit ihm, die kommt auch noch hier Genau, auf dem Kanal. wir machen noch eine Challenge auf diesem Kanal. Mörderisch. Schaut ihr auch. Mörderisch, die wird heftig werden. Einer von uns wird sterben, auf jeden Fall. Also Mindestens einer. Ja, war der nice? Psycho, vielen Dank. Sehr cool. Ja, sehr nice, alles klar. Und jetzt trinken wir mehr Wodka. Ciao. Ciao. This is the Metal Lounge.